Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einem neuen Part von Silver Creek Falls Chapter 2 auf dem Konf-Kanal. Auf zu Professor Conway und fragen, was er denn so von der Freundin, sei sie dem Freund, von Sky Davidson so kennt, weiß. Mal schauen. Ich gehe einfach mal geradeaus durch, oder? Ne, geht's da nicht weiter, oder hätte ich da drücken müssen? Professor R.F. Scott. Ne, den suchen wir nicht. R. Atmundson suchen wir auch nicht. Den Herrn Chan suchen wir auch nicht. Professor L. Conway. Hier ist er noch. Hey there, have a seat. How can I help you? Hi, sorry, Professor Lost Conway? Nope, I'm Assistant Professor Winston Chan. I don't really like someone who could be called Lost Conway, right? Sorry, I didn't want to be rude. Anyway, I'm Special Agent Walters and this is Detective Fitzgerald. The cops. Phew. Here are the Euro students confronting me about their midterms. This guy cracks me up. Anyway, it's a pleasure to meet you both. What can I help you with? We are looking for Professor Conway. It has his name on the office door. Yes, Lars is currently on a speaking tour in Europe. He won't be back for a few weeks. I'm currently acting head of department in his place, so let me use his office. How long has Professor Conway been gone? About a week? Interesting. What can you tell us about the students that worked for Professor Conway? Worked? I'm sorry, I don't know what you mean. Professor Conway had lab assistants like Rebecca Olsen and her boyfriend. Am I not right? Silver Creek Falls College is mostly a teaching school, so we don't employ lab assistants. That can be right. We have less than 2,000 students and we don't have the money or the equipment to be a research university. Really? Not including the dorms, we only have 3 buildings, mostly filled with classrooms. We don't even have any research labs. The rare times we have practicals, we make the students do it in someone else's campus. So you're really telling us Professor Conway couldn't have hired him? Not with Silver Creek Falls College. Privately, perhaps? Privately? Professor Conway is renowned around the world for his work in biochemistry. He actually does a lot of work as a consultant and public speaker. Maybe he cut him into whatever he was doing in his own time. Very interesting. Would you mind if you took a look around your office in case he left any important notes behind? All his files are in my office right now. It's right next door. Let me take you there. Okay. Schauen wir uns erstmal in diesen Spind hier. Look at that, another unframed painting, just like the ones we found in Connor Friedman's house. Same artist? Yep, signed F. Holloway. Know anything about this professor? While I do enjoy going to galleries and museums, I fear you do not know the artist. It's a nice little painting though. I looked him up online after we saw that once of Friedman's house. There seems to be no record of this artist anywhere. Interesting. I'll take a photo. Vielleicht kommt ja doch irgendwie noch was da mit diesen Bildern. Das kam mir erst komisch, aber jetzt nicht wirklich relevant vor. Aber wenn das jetzt schon wieder so... mal schauen. Look, it's a letter addressed to Professor Conway. Open it. Dear Professor Conway, due to renovations we've had to move the files in your office to our storage unit downstairs. You have been assigned locker 15-6. Here is your key card. Regards, Jeb Smith, Board Pharmaceutical Admin Office. Board Pharmaceutical wieder einmal. Okay. Board Pharmaceutical. I know, right? Yes, Professor Conway was working for them as a consultant too. They have some offices here in Silver Creek Falls, you know. Where? There's a business park just south of the college. You can't miss it. Thank you for all your help, Professor Chan. Also würde ich sagen, finden wir hier vielleicht noch was? The Roots of Modern Biochemistry. Very good book. The Chemical Reactions of Living Cells. Also a very good book. Just office supplies, nothing exciting. Hier ebenso, vielleicht noch was am Computer. Looks like we can't access this computer. Ja, was Quatsch jetzt hier noch mal zu drücken. Aber anscheinend gibt es hier nicht mehr zu sehen. Bye, Assistant Professor Chan. It's been a pleasure. Good luck with it all.
Und hier bei ihm kommen wir da vielleicht nochmal ins Büro. Ne, geht nicht, okay. Dann war das wahrscheinlich alles, was es hier zu finden gab. Und das heißt wohl auf zu Board for Morgen. Mal schauen, was die so über diese Zusammenhänge wissen, zu sagen haben, etc. Jetzt haben wir erstmal wieder einen langen Laufweg hier vor uns. So, hier war der Parkplatz. Die Firma soll ja gleich südlich des Campus hier sein, aber ich denke mal, wir nehmen trotzdem das Auto, ne? Genau. Baltimore Cortical, Southern Headquarter, Hawthorne County, North Carolina. Come on, in front of a fire hydrant? You gotta be kidding me. I've seen you park badly too many times to keep my mouth shut. I'm FBI and don't want to walk too much. Erlaubt sich auch alles hier, ja? Ja, gut, der Special Agent West. Okay, viele Schränke. Please be it. Nope. Müssen wir jetzt hier irgendeinen bestimmten suchen, weil da so... Okay. Ich probiere einfach mal alles aus. Ich glaube, das ist irgendwie ziemlich dumm, einfach alle durchzuprobieren. Habe ich das Gefühl. Ah. Haben wir schon gedacht. Gibt es hier irgendwas, was mir helfen kann oder so, den richtigen zu finden? Ich probiere jetzt hier nicht alle aus. Hilft mir irgendwie etwas weiter vielleicht. Sieht nicht so aus. Müssen wir jetzt hier... Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt alles... Warte mal. Das war doch 6,15, ne? Nee, das war's nicht. Was das? Nee, das war's auch nicht. Letter von Friedmans Office. Nee. Letter hier. 6,15. Ja, ich möchte raus. 6,15. Heißt das vielleicht 6. Reihe? 1, 2, 3, 4, 5, 6 und jetzt nochmal 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Na bitte. Here we go. Locker 615. Row 6, column 15. Makes sense. Look a letter. Here, I'll read it. Professor, the zero is nearly perfect. Come take a look for yourself. 35, 97, 77, 18. Those are coordinates. Let's get back to the car. I can check using my GPS from there. Okay. Das hätte man noch ein bisschen eleganter jetzt lösen können von mir, anstatt erstmal die ganze Reihe durchzuprobieren. Aber okay. So. Mal schauen, wo uns die Koordinaten hinschicken. Was sagt denn die Uhr? Ah, wir haben noch Zeit. So, where is it? It's in the Roanoke National Park. Look, it's pretty close to Roanoke Island in Dare County. Roanoke Island. That sounds really familiar. Have you ever heard of the mystery of the lost colony of Roanoke Island? Nee, haben wir nicht. Aber dann nicht. Es war irgendwas so mit so einem Fisch, ne? Da gab es doch so einen Fisch in diesem Lagerhaus. In 1587, a group of English colonists, led by a man named John White, built a settlement on Roanoke Island, off the coast of what is now North Carolina. By the fall in the same year, food supplies began to dwindle and the colonists pressured White into sailing back to England to get more supplies. The voyage was cursed from the start with malfunctions in the ship's mechanics, poor winds and an outbreak of scurvy killing most of the sailors. Despite everything, White was able to land in Ireland and from there secured passage to England.
Bad luck struck his endeavor again as Spain and England declared war on each other and the Spanish Armada set sail for England. John White's patron, Sir Walter Raleigh, tried to provide ships for White to return to America to save the colonists. But Queen Elizabeth I of England forbade it, insisting that all large ships stay to defend England against the mighty Spanish Armada. John White was then able to scrape together with a small fleet of ships unworthy of battle to save his colonists. Bad luck struck him yet again as these small and lightly armed ships were attacked by French privateers and forced to return to England. Also wir haben ja eine kleine Geschichtsstunde noch nebenbei. In 1590, 3 whole years later, White was able to secure a stronger fleet to go and rescue his colonists. Upon his arrival, he found the colony completely empty and dismantled. All that was left behind was a carving on the post saying Croatoan. The Croatoan were a tribe of Native Americans on an island south of Roanoke. They took this as a lead and set sail to find them. White was then struck again by cursed weather, and after losing 3 out of his 4 anchors, the ship's captain insisted they abandon the search. White was never able to mount an expedition to find his colonists again. To this day, their fate is unknown. I can imagine it ended too well for them. Anyway, shall we get going? Roanoke National Park, Dare County in North Carolina. Und im Dunkeln, aber mit Taschenlampe. Cooler Effekt. Here we go, this is where the coordinates lead to. Wow, this nature reserve sure is big. Yeah, see what I mean about leads taking you around the state? Yeah, let's find this place. Okay, aber nach was genau suchen wir jetzt? Da bin ich mir ein bisschen unschlüssig, muss ich sagen. Ich laufe einfach mal gerade nach oben, vielleicht stoßen wir auf irgendwas. Ja, ist auf jeden Fall ziemlich groß. Ich habe ja keine Lust, irgendwie alles abzusuchen. Oder vielleicht finden wir auch einfach irgendwas, was auffällig aussieht. Hier ein Stein. Nee. Habe ich jetzt irgendwie was überlesen oder nach was suchen wir jetzt genau? Haben wir den... Wir haben nicht den Brief von gerade eben mitgenommen, ne? Wo die Koordinaten standen und das alles etc. so. Nach was suchen wir jetzt? Tja, ich würde sagen, wir schauen einfach mal, ob wir irgendwas Auffälliges finden, weil ich glaube nicht, dass wir irgendwie irgendeinen Baum oder sowas suchen müssen. Na, schau einmal an, was haben wir denn hier? Nix? Können wir hier nichts machen, oder wie? Okay. Kommen wir nicht irgendwie rein? Ah, hier oben. Na bitte. Ich schätze mal, dass es das oben hin müssen. So. Sieht aus wie irgendein versüffter Jugendtreff. Keine Ahnung. What the hell is this place? I can tell bad things happened here. I have a bad feeling about this. Schauen wir mal nach. Okay. Here goes. What? A maze? Seriously? There are weirder security measures, but mazes have their proven advantages. They used to use them in feudal Japan to confuse enemies and dissuade them from attacking a castle. We've come this far, bring it on. Okay, also ab ins Labyrinth. Als Kind hatte ich mal so ein Brettspiel. Das hatte bestimmt der eine oder andere von euch auch, der jetzt schon ein bisschen älter ist. Ich glaube, das war sogar in irgendeinem Jahr Spiel des Jahres. Das verrückte Labyrinth. Das war ziemlich cool. Ich weiß zwar nicht mal, wie es geht, aber es war ziemlich cool. So, ich schätze mal, dieses Labyrinth ist eins dieser tollen Puzzle, von dem sie geschrieben haben, die dieses Spiel beinhalten soll. Bisher gab es da jetzt ja nicht so viel Schweres. Sind wir hier schon in der Mitte? Ich meine, gut, wir wissen ja nicht, ob wir in der Mitte müssen. Ich glaube, wir müssen nicht in der Mitte, sondern bloß zu irgendeinem anderen Ausgang. Aber die Mitte ist ja schon mal ein guter Anhaltspunkt. Falls ich jetzt irgendwie direkt richtig laufe, wäre das ziemlich knurke.
Ich schätze mal, wir sind rechts unten gestartet. Ich schätze mal, wir müssen einfach nach links oben. Ist jetzt so meine wilde Theorie. Mal gucken, ob die Theorie auch sich bewahrheitet. Hier sind zumindest schon mal bloß lange Gänge. So, jetzt sind wir ganz links. Mal schauen, was hier links oben ist. Ob meine Theorie nun richtig ist oder nicht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Nö, Wand. Okay, dann nicht. Wir könnten hier drüben vielleicht mal ganz nach oben gehen. Da ging es nämlich noch weiter. Wir waren ja noch gar nicht ganz links oben. Das wäre vielleicht auch ein bisschen zu einfach gewesen, wenn wir jetzt einfach ganz nach links und hoch gemusst hätten. So, komm. Jetzt geht's hier nämlich nochmal durch. Da drüben sieht es aus, als ob es da noch ein bisschen weiter geht nach links. Aha. Okay. Wir sehen da oben Blut, wir sehen viele Forschungsdinger. Was geht hier vor sich? Ich würde sagen, das finden wir in der nächsten Folge voraus. Nicht voraus, sondern heraus von Silver Creek Falls, Chapter 2. Bis dann.